Ich brauche Gott nicht. So, ich habe doch alles, ich habe Karriere, ich habe das, ich habe alles. Und da habe ich eigentlich den Tod vor Augen gesehen. Also ich habe gedacht, also das war's. 21 Jahre alkoholabhängig, dann kam Gott und hat sein Leben komplett verändert. Heute bei uns zu Gast Dimitri. Dimitri, darf ich dich Dima nennen? Ja, hallo Adi. Ich danke für deine Einladung, dass du mich hier auf deinen Campingplatz eingeladen hast. Gerne. Wunderschön hier. Ja, freut mich. Dima, ich habe so einige Fragen an dich. Wie kam es eigentlich dazu, dass du zu diesem Problem eigentlich kamst, in dem du von Alkohol abhängig wurdest? Ja, das fing an mit 15, 16 Jahren, wo ich mit meinen Freunden cool sein wollte. Mhm. Da kam die erste Zigarette, dann die erste Flasche Wodka, die ich einmal vor der Schule, in der 10. Klasse meine ich, ausgetrunken hatte und dann in die Klasse reingegangen bin. Und in der 2. Stunde kam dann der Krankenwagen und um 6 Uhr abends bin ich erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ja, da war das erste große Wunder eigentlich schon, dass ich keine Alkoholvergiftung bekommen hatte. Magen wurde ausgepumpt und ja, dass ich hier noch am Leben bin, kann man so sagen. Und wie hattest du Zugriff eigentlich so zum Alkohol? Da hatten wir die Flasche geklaut, morgens vor der Schule. Edeka-Laden war schon um 7 Uhr auf, sind wir reingegangen, haben die Flasche geklaut. Dann fing es auch an mit größeren Einbrüchen in Geschäfte und Kleidung geklaut. Ja, später ging es rüber auf Drogen. Da mal eine Droge ausprobiert, da eine Droge ausprobiert. Und dann fing es an, die Partydrogen zu nehmen, Ecstasy, viele. Man wollte irgendwie immer cool sein und hat man eigentlich vergessen, wohin das Leben eigentlich hinführt. Jetzt im Nachhinein, über 20 Jahre später, sehe ich das erst, wo es hingeführt hat. Ja, und in der ganzen Katastrophe, in diesem ganzen Loch, in dem du da reingerutscht bist, haben deine Eltern da was mitbekommen? Wie haben die eigentlich reagiert? Ja, natürlich haben die das mitbekommen. Die haben mich ja auch damals aus dem Krankenhaus abgeholt, wo ich mit der Alkoholflasche Wodka eingeliefert worden bin. Natürlich gab es da auch Ärger für. Und wenn man jeden Tag nach Hause kommt und nach Zigaretten riecht, das riecht einer, der nicht raucht, extrem. Und die sehen ja auch in meinen Augen, wenn man irgendwelche Drogen konsumiert hat oder Alkohol getrunken hat, weil das merkt man ja. Und natürlich, meine Mutter hat oft zu mir gesagt: Junge, wo befindest du dich, auf welchem Weg befindest du dich? Guck dir mal deine anderen 6 Geschwister an, die alle zur Kirche gehen, gläubig sind, und hat mich oft ermahnt: Dima, ich habe dir das ein paar Mal gesagt, du kannst nachher nicht sagen, du wusstest es nicht. Die hat mir das oft gesagt, aber ich wollte es eigentlich irgendwie nicht hören, nicht wissen. Ich dachte, ich mache alles richtig. Ich habe damals nicht verstanden, was das auswirkt, wenn man Eltern ungehorsam ist. Ich habe einfach nicht drauf gehört, egal was sie gesagt haben, genau das Gegenteil quasi gemacht. Einfach, ich wollte mein Leben führen, dachte ich, ja. Wir junge Leute wissen es besser. Wir junge Leute wissen es besser und jetzt nachhinein, wo das hingeführt hat, Party, jeden Tag Kopf zugedröhnt, jeden Tag 2 Promille oder 3 Promille oder dann kam das, ich habe mit 18 den Führerschein gemacht, gleich in der ersten Woche, eine Woche hatte ich den gehabt, gleich für ein Jahr verloren, den Führerschein, und danach noch später, ein paar Jahre später nochmal zum 2. Mal wegen Alkohol. Ich habe noch eine Frage. Deine Eltern hatten dich ja, sag ich mal, ermahnt, oder du hast ja, sag ich mal ganz vorsichtig, Ärger bekommen. Hat das einen religiösen Grund, einen Grund aufgrund ihr Glauben, oder war das jetzt einfach, um das aktuelle Leben nicht kaputt zu machen? Oder hatte das jetzt irgendwas mit dem Glauben zu tun? Also ich denke, das hat vieles, glaube ich, mit Glauben zu tun, weil meine Eltern sind da gläubig, die wissen, dass es eine Himmel und Hölle gibt. Okay. Und die wissen, dass der Sohn gerade sich auf dem falschen Weg befindet, und die wollten natürlich alles dafür tun, dass der Sohn wieder auf den richtigen Weg kommt. Hast du zu dieser Zeit auch über Ewigkeit, über Himmel, Hölle nachgedacht, dass wir werden alle sterben und so? Nee, muss ich eigentlich so
so trocken auch sagen, ich habe an die Ewigkeit gar nicht nachgedacht. Also wir sind jung, wir werden nicht sterben. Genau. Meine Mutter hat immer gesagt, das Leben ist so kurz. Da habe ich gedacht immer, wie kurz? 80, 90 Jahre. Da war ich aber gerade mal 16, 17, 18. Aber wieso? Ich habe doch noch ein paar Jahre. Und, aber mir war nie bewusst, dass wir gar nicht wissen, wie alt wir werden. Ja. Der eine wird 90, der andere 20, der andere 50. Und ich wusste auch nicht, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, wo werde ich sein? Das war mir irgendwie komplett nicht bewusst. Ich habe einfach mein Leben gelebt und habe einfach nur gedacht, wo ist die nächste Flasche Bier? Das kann man so sagen. Also nur auf hier und jetzt. Ja, also 20, 21 Jahre hat das ja mein Leben geprägt, der Alkohol. Und ja, viele schlimme Dinge sind dadurch passiert, entstanden. Gab es so Momente in deinem Leben, wo du gesagt hast, wo du heute sagen kannst, boah, das war nichts Normales, das war irgendwas Übernatürliches. Und wenn du jetzt zurückblickst auf früher. Ja, muss ich tatsächlich sagen, ich hatte mehrere, wo ich das erste Mal den Führerschein verloren hatte, da habe ich überholt im Überholverbot. Und ich hatte so ein Renault Clio, ein Auto mit wenig PS, sage ich mal so. Und mein Kumpel war vor mir, hatte ein bisschen besseres Auto mit mehr PS, hat irgendjemand da überholt im Überholverbot. Und ich dachte, ja, bei mir sitzen da auch ein paar Jugendliche dabei, dachte ich, den zeige ich auch mal, wie ich es kann. Und habe natürlich auch angefangen zu überholen und dann kam ein Gegenverkehr. Und ich konnte gar nicht mehr nirgendwo einschränken, also einscheren. Und der Gegenverkehr hatte 46 Meter Bremsspur gehabt, damit wir uns nicht frontal zusammenknallen. Ja. Und beim Gericht haben die danach gesagt, ja, hätte er nicht gebremst, da würde es 8 Tote geben, hat die Richterin mir gesagt. Und da habe ich auch gedacht, ja, Glück gehabt, einfach Glück gehabt, Führerschein für ein Jahr abgegeben, weitermachen. Ja, danach hatte ich jetzt, das ist gar nicht so lange her, vielleicht jetzt 5 Jahre, da bin ich einmal mit 260 km/h, ich hatte so einen Audi A8 alten gehabt, mit 260 km/h betrunken auf einer Landstraße gefahren. Und dann war so eine leichte Kurve und da kam ich von der Kurve, mein Heck ist aus der Kurve ausgeschwenkt. Ja. Und ich habe mich ja so erschrocken, also mit dieser Promillezahl, die ich hatte, eigentlich, ja, ich weiß nicht, was ich da an dem Tag gedacht hatte, aber ich bin danach morgens zur Tankstelle gefahren. Ich hatte nur 1,1 bar auf dem Reifen gehabt, hinten. Und später wurde mir gesagt, du hattest nicht diese 1,1 bar auf dem Reifen gehabt, sondern wo du in die Kurve reingegangen bist, durch diese G-Kräfte ist der Reifen von der Felge runter und die Luft ist entwichen. Der Reifen war heile, ich habe den nächsten Tag aufgepustet und der war heile. Okay. Und das war Gottes Gnade, weil da rechts und links war ein Waldstück mit 260 km/h, da wäre keiner am Leben und mein Auto war voll mit, ich weiß nicht mehr genau, mit 4 oder 5 Personen. Das ist heftig. 4 oder 5 Personen waren drin. Und da habe ich gedacht, einfach Glück gehabt. Ich wusste nicht, dass Eltern beten und, ja, und Gott Wunder vollbringt. Und ja, praktisch bin ich fast jeden Tag betrunken am Steuer gefahren. Dass allein da ich keinen Menschen angefahren habe und niemanden verletzt habe dadurch, das ist auch Gottes Gnade. Mir haben Leute gesagt, da warst nicht du am Steuer, sondern ein Engel war da am Steuer. Ja. Und ja, so lief mein Leben eigentlich mit diesem ganzen Alkohol, jeden Tag. Okay, Dima, du hast oft davon jetzt erzählt, dass Gott dich bewahrt hat und so. Gab es so einen Moment in deinem Leben, in dem du gesagt hast, Gott, ich brauche dich. Ne, mein Leben, das funktioniert einfach nicht so, wie es funktionieren soll. Alkoholprobleme, Rauchen, mit Drogenkontakt, Gefängnis besuchen müssen. Führerschein zweimal weg ist ja kein richtiges Leben, sag ich mal. Gab es so einen Moment, da hast du gesagt, ich brauche Gott? Eigentlich muss ich tatsächlich sagen, eigentlich nicht. Weil jeden Tag, wenn man ja, mit 2, 3 Promille nach Hause kommt, hat man andere Sorgen. Aber meine Mutter hat mir einmal ein Video geschickt. Das war vor 2 Jahren, jetzt fast 1,5 Jahren. Im Dezember hat sie mir ein Video geschickt von einem Mann, der 5 Stunden tot war. Der ist Andreas Bergleso, vielleicht kennen manche Zuschauer ihn. Und dieses Video, ich saß mal im Auto, oft saß ich im Auto, habe einfach Bier getrunken und ja, da habe ich mir das Video angemacht. Und irgendwas hat mich da berührt, weil der Mann, der mal tot war, hat mit Gott geredet. Und wo er gestorben ist, ist seine Seele nach oben gefahren und
ja, Gott hat ihm zwei Wege gezeigt. Einen breiten Weg, der in die Verdammnis, ewige Verdammnis führt, in die Hölle, und einen schmalen Weg in die Ewigkeit zu Jesus, in den Himmel. Und Gott hat ihm gesagt, ich werde dein Leben verlängern, nutze diese Zeit. Deine Aufgabe ist es, Menschen von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg zu bringen. Also in den Himmel? In den Himmel. Okay. Und ja, und dann hat er die Augen geöffnet und jetzt geht er und erzählt halt Menschen von Jesus. Und dieses Video, wo er das in einer Gemeinde erzählt hat, habe ich angeguckt. Und ja, das hat mich so berührt, wie er das erzählt hat. Da habe ich erst verstanden, dass es gibt eine Ewigkeit. Gott hatte jetzt zu ihm geredet. Und deutsche Ärzte haben seinen Körper untersucht. Ihm fehlen heute noch 5 Organe. Und er lebt. Ne? Die Ärzte verstehen das nicht, warum er lebt. Aber er sagt, ich lebe nach Gottes Gesetzen. Ihr könnt es nicht verstehen. Und dann hat er die Menschen da in der Gemeinde gefragt, wer sich bekehren möchte, kann nach vorne kommen und wir werden zusammen beten. Aber du warst ja noch im Auto, ne? Ich saß noch im Auto. Ja, ich saß noch im Auto. Und ja, ich musste nichts vorbereiten, gar nichts. Ich habe in diesem Moment mich entschieden, du, irgendwas läuft falsch, mein Leben ist nicht korrekt. Das kann nicht so weitergehen. Wo bin ich, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Ja. Wo bin ich, wenn ich morgen nicht mehr aufwache? Wichtige Frage, ja. Wichtige Frage. Manche denken vielleicht, ich bin ja gesund, ich bin noch jung, ich habe noch 50 Jahre. Nein, ich habe letztens im November einen jungen Mann beerdigt, der war 34 Jahre alt. Ich meine, das sehen wir auch von deinen Zeugnissen, ne, die du erzählt hast, kurz vorm Tod, ne, kann man so sagen. Kurz vorm Tod, Man genau. kann nicht wissen, ob man noch morgen lebt. Kann nicht ne? wissen. Und deswegen, das ist die wichtigste Frage eigentlich. Wo verbringen wir die Ewigkeit? Ja, und in diesem Video, wo Andreas das erzählt hat, über seinen Tod und danach, wie er wieder lebendig wurde, hat er Menschen nachher nach vorne gerufen, auf die Bühne, wer sich bekehren möchte. Also Jesus sein Leben übergeben möchte. Ab heute Kind Gottes zu werden. Das ist ja die Bekehrung. Ab da trägt sich Gott deinen Namen in das Buch des Lebens ein. Und ab da ist man Kind Gottes. Ohne diese Wiedergeburt kann man das Reich Gottes nicht sehen. So sagt es uns die Bibel in Johannes 3, Vers 3. Und ja, und ich saß da im Auto und habe gebetet, geweint. Mir kamen die Tränen. Ich saß da im Auto. Ich so, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich bin ein Sünder. Du bist auch für mich gestorben am Kreuz. Du bist auferstanden, du lebst. Und ich lade dich ein in mein Leben. Ne? Veränder du mich. Komm du in mein Leben und vergib mir meine Sünden. Und ja, ich habe geweint und ja, das war meine Bekehrung. Boah, du saßt einfach im Auto und hast du vorher irgendwie noch was erledigen müssen oder konntest du einfach so losbeten? Einfach, ohne Vorbereitung? Einfach das Gebet nachgesprochen, was er da im Video gesprochen hat. Krass. Einfach, das war so die Wende deines Lebens? Das war die Wende meines Lebens, wo ab da hat Gott angefangen, mein Leben zu verändern. Okay. Ja, wie kam das? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage danach vergangen sind. Bin ich spazieren gegangen, das war der 22. Dezember. Bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, habe noch 3 Flaschen Bier getrunken morgens, wie halt gewohnt. Okay. Obwohl ich diese 3 Flaschen Bier noch getrunken hatte morgens und danach bis heute, Gott sei Dank, seit einem Jahr, 5 Monate kein Schluck Alkohol mehr. Gott hat einfach frei gemacht, so wie es in der Bibel steht, wenn Jesus frei macht, dann richtig frei. Amen. Wie gesagt, ich kann nur danke Gott sagen, dass er mich ohne Therapie, es gab keine Therapie, es gab gar nichts. Ich habe mich nicht mal angestrengt, ich habe es nicht mal gemerkt, dass ich auf einmal nicht mehr trinke. Das ist ja das Wunderbare. Ich habe ja nicht mal gemerkt, dass ich nicht trinke. Und ich brauche es auch bis heute nicht. Also wenn ich jemanden sehe, der trinkt, ich weiß es nicht. Ich stelle mir manchmal die Frage, war ich auch so? Ne? Also das ist heftig. Ich danke einfach Gott. Und das ist nicht die einzigste Sucht. Und da waren noch einige Süchte mehr gewesen, die auch alle auf einmal verschwunden sind. Boah. Ich habe auch gespielt, Lotto, gewettet, Fußball. Ja, ich war auch süchtig, ein bisschen nach Fernsehen. Ich konnte, wenn ich frei hatte, 13, 14 Stunden Fernsehen am Tag gucken. Für manche ist das vielleicht nichts Schlimmes, für mich damals auch nicht. Aber jetzt im Nachhinein merke ich, das ist nichts für mich. Ich habe jetzt seit einem Jahr auch Gott sei Dank auch keinen Fernseher mehr angemacht. Ich habe auch keinen mehr. Und ich merke nicht, dass mir was fehlt. Mir fehlt der Alkohol nicht, mir fehlen die Zigaretten nicht, mir fehlt das Spielen nicht, mir fehlt der Fernseher nicht, mir fehlt nichts. Alles dieses Weltliche, was ich damals gemacht habe,
Hatte dich eh nicht erfüllt, ne? Hat mich nicht erfüllt. Und jetzt hast du die Erfüllung deines Lebens gefunden? Ja, jetzt habe ich die Erfüllung meines Lebens. Das ist, ja, wie soll ich sagen? Das war die beste Entscheidung wahrscheinlich, ne? Das war meine beste Entscheidung des Lebens. Hast du die Entscheidung eigentlich mal bereut, so im Laufe der Zeit? So, nee, bereust du das? Ich muss wirklich sagen, seit einem Jahr, 5 Monaten, in meinen 39 Jahren jetzt, das sind die besten 1,5 Jahre meines Lebens. Boah. Also mit Jesus. Ja, natürlich. Und wirklich nicht eine Sekunde daran bereut und wirklich, und ich weiß, wo es hingeht. Es gibt eine Ewigkeit. Es ist jetzt schrecklich, wenn ich Menschen sehe, die ohne Jesus gehen und nicht wissen, wenn sie morgen nicht mehr da sind, wo gehen sie eigentlich hin? Wir werden alle ewig leben, ob wir das möchten oder nicht möchten. Das entscheiden nicht wir. Und es gibt nur einen Weg, nach oben oder nach unten. Und wir entscheiden. Gott hat uns hier auf der Erde den freien Willen gegeben. Kein Priester oder irgendjemand kann dich nachher für dich beten, wenn du die Augen hier geschlossen hast. Das entscheidest du alleine hier auf dieser Erde. Und ich danke Gott. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Und ja, einfach frei gemacht, wirklich. Ich brauche mich nicht mehr rumzuschlagen mit irgendwelchen Süchten, mit irgendetwas. Einfach frei, wirklich. Und kann nur Gott jeden Tag Danke sagen, dass ich überhaupt die Möglichkeit noch bekommen habe. Denn durch diese vielen Unfälle, beinahe Unfälle, hätte ich eigentlich nicht mehr hier sitzen müssen. Und deswegen, dass Gott mir überhaupt noch die Möglichkeit gegeben hat, mich nochmal zu bekehren. Ich danke auch immer wieder an jedes Gebet, das für mich getan wurde, an die Gemeinde, an meine Eltern, wirklich jeder, der gebetet hatte, ich danke dafür. Dein Leben hat sich radikal verändert. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was bedeutet Wiedergeburt? Unseren Zuschauern, vielleicht wissen das nicht alle. Ja, die Wiedergeburt, ich wusste davor auch nicht viel, aber also es ist wie eine Medaille. Die eine Seite ist die menschliche Seite, der Mensch kommt zu Gott und sagt, Jesus, vergib mir meine Schuld und die Bekehrung. Und gleichzeitig passiert die Wiedergeburt, deine Sinne werden verändert. Damals, was du geliebt hast, die Sachen, die dir geschadet haben, die hast du jetzt. Und dein ganzes Denken, deine Interessen werden anders, also komplett neue Schöpfung. Die Bibel nennt das neue Schöpfung, alles Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und ab diesem Moment bist du ein Kind Gottes. Ab diesem Moment ist dein Name im Buch des Lebens eingetragen. Und das ist das Schönste, was überhaupt einem je passieren kann. Und das kann auch jeder annehmen, auch heute, auch die Zuschauer heute. Und ja, das ist einfach wunderbar. Ja. Dima, dein Leben hat sich so heftig verändert, dass du heute sogar schon auf die Straße gehst und Menschen von Jesus erzählst. Warum machst du das? Warum gehst du einfach auf Menschen zu und erzählst dir von Jesus? Warum? Gott hat mir das ins Herz gelegt, dass auch die Bibel sagt es, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Denn jeder Mensch hat das Recht, von Gott zu erfahren. Und wir Christen sollen nicht schweigen. Denn wenn wir sehen Menschen, die verloren gehen, es müsste eigentlich uns am Herzen sehr nahe liegen. Und deswegen gehen wir raus und verkündigen das Evangelium, damit auch jeder Mensch die Chance bekommt, Jesus anzunehmen und irgendwann mal im Himmel sein. Aber viele denken, ich habe alles aufgebaut, ich brauche Jesus nicht. Das habe ich oft gehört, ich brauche Gott nicht. So, ich habe doch alles, ich habe Karriere, ich habe das, ich habe alles. Und es ist wirklich traurig, wenn irgendwann mal die Menschen vor Gott stehen werden und es bitter bereuen werden, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich nicht daran geglaubt? Mir wurde das doch erzählt, warum habe ich das nicht angenommen? Und das wird, aber dann wird es zu spät sein. Ja. Das wird zu spät sein für ewig. Damals hat meine Mutter über die Ewigkeit ein paar Mal gesagt, ich hatte immer nur gedacht, Ewigkeit, das ist irgendwie nur so ein Wort. Ich habe nicht gedacht, dass wir ewig leben werden. Jetzt, nach der Bekehrung, verstehe ich das. Verstehe ich das, dass wir ewig leben werden. Ich verstehe, dass Gott allgegenwärtig ist. Ich verstehe dass Gott meine Gedanken kennt, dass Gott mein Herz kennt. Erst nach der Bekehrung habe ich das alles verstanden. Ja, das kann man eigentlich schwer in Worten fassen. In Worten fassen. Und ich kann nur jedem Menschen sagen, es gibt einen Gott, es gibt eine Ewigkeit und es gibt auch eine Hölle. Und es ist schrecklich, wirklich, wenn ich Menschen sehe. Und deswegen möchte ich jedem eigentlich erzählen, es gibt einen Gott, bitte bekehrt euch. Nimmt Jesus an, solange es nicht zu spät ist. Das will ich jedem erzählen. Ja?
Damit keiner ins Verdammnis kommt, ne? Keiner ins Verdammnis und keiner auch nachher irgendwann sagt, du, ich wusste von nichts. Ja, ich meine, wir haben hier so ein kleines Lagerfeuer. Es ist unvergleichbar als das, was in die Hölle überhaupt sein wird, ne? Ich meine, wir wissen nicht genau, wie es in die Hölle sein wird, aber wir wissen, dass es eine absolute Katastrophe ist für einen Menschen. Und davon möchtest du ja die Menschen quasi warnen und zu dem hinführen, was Gott für die Menschen eigentlich vorbereitet hat, das Paradies, ne? Das Paradies im Himmel. Und ja, natürlich. Schön. Und es macht mir auch riesen Spaß, mit Menschen zu reden. Wir müssen persönlich Jesus annehmen. Persönlich Jesus. Keiner kann für dich das machen. Wir können euch ein Gebet vorsprechen, so wie ich das auch genauso gemacht habe. Und Sie können das genauso, liebe Zuschauer, zu Hause genauso machen. Ja. Auch heute noch. Wir wissen nicht, ob morgen es vielleicht zu spät sein könnte. Ne? Lima, gibt es einen Punkt oder gibt es eine Sache, die du so auf dem Herzen hast, die du unseren Zuschauern mitteilen möchtest? Egal, es sind sicher Christen, es sind da Leute da, die glauben an Gott. Es gibt Menschen, die glauben nicht an Gott. Oder zumindest sprechen die das aus. Gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Ja, mein lieber Freund, also ich möchte jedem das aufs Herz legen. Es geht um unser ewiges Leben. Und also ich bereue diese Entscheidung nicht eine Sekunde. Nicht eine einzige Sekunde habe ich bereut, diese Entscheidung zu machen, diesen Weg. Viele fragen mich, stell dir vor, es gibt gar keinen Gott. Wurde ich oft gefragt. Ich habe so gesagt, was verliere ich, wenn es ihn nicht gibt? Was verlierst du, wenn es ihn doch tatsächlich gibt? Ja. Und ja, mir kann das keiner herausreden, weil die Menschen können die Bibel anzweifeln. Die können vieles anzweifeln, aber mein eigenes Zeugnis kann niemand anzweifeln, denn ich weiß, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und ich wünsche es wirklich jedem einzelnen Zuschauer heute hier, noch heute, Jesus anzunehmen. Heute anzunehmen. Sie können gerne das Gebet auch jetzt nachsprechen. Wo Sie auch gerade sind. Ich saß im Auto und habe das Gebet nachgesprochen. Gott hört überall. Er hört, er kennt Ihre Gedanken. Er weiß sogar, bevor ihr was sagen wollt, was ihr überhaupt sagen wollt. Und wir können für Sie einfach das Gebet vorbeten. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil vielleicht haben ja noch nicht alle Menschen mal gebetet oder man weiß ja gar nicht, wie kann ich überhaupt zu Gott beten, in welcher Haltung muss ich sein und so weiter. Ne? Kannst du da sagen, so vielleicht so als, ja, ich sag mal, als Hilfe da irgendwie, was man beten kann oder so? Also, egal wo Sie sich gerade befinden, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist überall. Sie können jetzt auch, da wo Sie gerade sind, einfach sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich weiß, dass ich ohne dich verloren gehe. Ich habe verstanden, dass ich gegen dich gelebt habe. Komm du in mein Leben, veränder du mein Leben. Nimm du mein Leben in die Hand und führe mich, leite mich. Und dem Satan könnt ihr auch proklamieren, ich gehe weg von dir. Und ich gehe jetzt zu Jesus. Und wenn Sie dieses Gebet heute tun oder gerade getan haben, dann können Sie daran glauben, so sagt es uns die Bibel, dass Ihnen Ihre Sünden vergeben sind und Sie ab jetzt ein Kind Gottes sind. Und Sie werden sehen, wie Gott Sie anfängt zu verändern, so wie er mich verändert hat und immer noch weiter tut. Ich sehe jeden Tag seine Wunder. Ich sehe jeden Tag Gebetserhörungen. Und das, wie gesagt, da kann mir keiner sagen, dass es Gott nicht gibt. Deswegen, ich sehe das ja selber. Ich erlebe ja Gott jeden Tag. Und deswegen einfach unbeschreiblich. Einfach unbeschreiblich, wirklich. Das ist. Ja, mein lieber Freund. Wie ihr gehört habt, das Thema ist wirklich ernst. Es geht hier nicht um zeitlichen Dingen. Es geht hier nicht um, was mache ich morgen. Es geht hier um, wie und wo will ich meine Ewigkeit verbringen. Die Entscheidung, die können wir heute treffen. Wir persönlich müssen sie für uns selber treffen, Himmel oder Hölle. Gott hat diese freie Wahl uns gegeben. Wir dürfen uns entscheiden. Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Aber
Den freien Wille hat Gott uns gegeben. Darum, wir wünschen euch Gottes reichen Segen.